Das heißt, wir haben ein Werkzeug erzeugt oder mehrere Werkzeuge, mit denen man Menschen miteinander vernetzen kann. Das Internet ist ein faszinierendes Beispiel für ein vernetztes System, hat allerdings, wie wir nachher vielleicht in der Diskussion noch umrunden werden, durchaus seine Probleme im Bereich der Bewertung. Wir benutzen jetzt nicht nur Internetplattformen, über die man sehr nachdenken muss, weil da eine große Menge von Menschen sich vernetzen kann, sondern wir sind auf die Idee gekommen, schaffen wir das mit 200 bis 2000 Leuten, mit der Intensität einer Kleingruppe zusammenzuarbeiten. Schaffen wir das, was wir in kleinen Gruppen an Austauschprozessen und an Lernprozessen hinbekommen, erstmal hoch zu skalieren zu Großgruppen-Events. Wir haben das dann so gemacht, dass wir halt ein Verfahren entwickelt haben, das heißt Next Moderator, wo wir im Prinzip mit Laptops die Menschen vernetzen. Das heißt, wir können denen 500 Laptops dahinstellen, die alle miteinander verbunden sind, und wir machen dann die gesamten Denkprozesse vom Brainstorming bis hin zur Maßnahmenentwicklung in diesem Computernetzwerk. Das heißt, wir haben eigentlich alles das, was man von Moderation kennt, übertragen auf das Netzwerk mit der Idee, dass die Menschen mal erleben, dass in diesen Netzwerken übersummative Kraft herrscht. Also das eine Verfahren ist das Verfahren einer Erhöhung der Vernetzung in Gruppen. Das zweite Verfahren, was wir haben, hat uns eigentlich die meiste Entwicklungszeit gekostet. Das ist ein Verfahren, das dazu da ist, die Bewertungen von Menschen sichtbar zu machen. Wenn Sie Bewertungen messen wollen, haben Sie ein riesiges Methodenproblem. Bitte versuchen Sie niemals, die impliziten Bewertungsmuster von Menschen mit Fragebögen zu erfassen. Das wird nicht funktionieren, weil Sie dann nur auf der rationalen Bewertungsseite sind. Aber im Gehirn des einzelnen Menschen haben wir ein System, das die Bewertung erzeugt, das ist das limbische System. Das ist uns selbst nicht bewusst zugänglich. Wenn Sie die Leute also direkt fragen mit Fragebögen, haben Sie ein dreifaches Dilemma zu bewältigen. Das eine ist, das, was die Leute antworten sollen, nämlich ihre Bewertungsmuster, sind denen selber nicht bewusst. Wenn Sie die also direkt fragen, was sind deine Bewertungsmuster in deiner Kultur, dann sagen die irgendetwas, aber nicht das, was real da ist. Das zweite Dilemma, was wir haben bei Instrumenten zum Messen von Bewertung, ist die Sprache. Wenn ich Ihnen eine Skala vorgebe, auf der Sie ein Kreuzchen setzen sollen, dann müssen Sie erstmal verstehen, was ich mit dieser Skala gemeint habe. Das heißt, wir haben das Problem der Ambiguität von Sprache. Wir müssen die Mehrdeutigkeit von Sprache lösen. Und das dritte Dilemma, was wir haben, ist das Dilemma der Konstruktivität. Wenn Sie mir eine Antwort geben, muss ich eigentlich Ihre gesamte Lebensgeschichte kennen, um zu wissen, was Sie mit dieser Antwort meinen. Das heißt, Sie merken schon, das Thema Bewertung ist ein sehr sprödes Thema. Ich muss sozusagen mich sehr genau einfühlen können in den anderen Menschen. Bei einem Menschen kann man das vielleicht hinbekommen. Dann nennen wir das Empathie. Das heißt, ich strenge mich an, Sie mit Ihrer ganzen Komplexität zu erfassen, und wenn wir ein Stückchen Weges miteinander gehen und uns ein paar Mal gestritten haben, dann haben wir vielleicht miteinander das Gefühl, uns gegenseitig so weit zu kennen, dass wir auf eine gemeinsame Basis des Verstehens kommen, und dann können wir Lernprozesse miteinander beginnen. Aber wie machen Sie das jetzt mit 500 Leuten? Wie kann ich die Wertepräferenzen einer Kultur erfassen? Und da haben wir halt versucht, ein Instrument zu entwickeln, mit dem man das kann. Und das ist ein relativ originelles Instrument geworden. Wir trauen uns heute, aus ein paar hundert Menschen die gemeinschaftlichen Wertemuster sichtbar zu machen. Und zwar durchaus auch die unbewussten Wertemuster. So what you're talking about, I mean, it's really a huge change. If you look at a human resource manager in a company, what kind of advices would you give to him to survive there? Well, I think actually the role of the human resource person is going to become even more important. For example, one of the companies we study is eTelecare, is a call center in actually the Philippines, and they have structured something that people starting at the lowest level within 18 months pick up enough skills that they can be licensed brokers in the stock world.
Now, how does that happen? Well, if you go into most call centers, you'll find that there's one manager, middle manager, often for 40 workers, or in this country, often 80 workers. Well, guess what? Over there's one manager per 4 workers, or per 8 workers. Now, what is that manager doing? That manager is a coach. That manager is a mentor. That manager is nurturing. So I'm going to claim that the kinds of skills that the human resource department has may become the one surviving skill that is required in management, because that ability to figure out how to construct social spaces that encourage people to help each other to learn new things should fall under the rubric of the human resource department. How do you think these new technologies, especially social media concepts, will have an impact on all of this? Well, I think it has a huge impact. I mean, it's so curious. I stepped down from running Xerox PARC, actually in the year 2000, 2002, depending how you count it. I left an institution that I had like 9 reference librarians. I had 250 brilliant kids around me. I had a world-class IT infrastructure around me. And I went cold turkey. That's an idiom, but I went out on my own completely. Okay. After all these years, I tell you, within a year, I was more connected to more resources now operating all over the world because of the digital infrastructure, and because of new types of media, and because of social networks, and because of all kinds of new ways to communicate, new types of distributed tools, where I can actually, grab a telescope. I wanted to do something, 3,000 miles away, and make my own measurements robotically. This is a different world. So, in a sense, this ability to have your life transformed by this digital world we live in, I think is at least as impactful for people that are middle age, or I call myself an ancient, as it is to the young 20-somethings or the teenage kids. And everybody's focused on that. And what I find so interesting is that this digital revolution, this networked age, is transforming my life more than a 16-year-old. Informelles Lernen findet statt, wenn formelles Lernen stattgefunden hat. Informelles Lernen findet nicht per se statt, sondern basiert auf Wissen, das zwischen 2 Menschen ausgetauscht werden kann. Wo kommt denn das her?